Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Katana-Kanal. Der User CrossTheGrog hat vor inzwischen 5 Monaten gefragt, ob wir nicht mal ein Video darüber machen können, wie man ein Schwert auseinander und danach wieder zusammenbaut. In dem Video von heute geht es deswegen darum, wie man bei einem Katana den Schwertgriff entfernt und danach wieder dran baut. Also dann viel Spaß bei dem Video von heute. Um den Schwertgriff abzunehmen, legt man das geschlossene Schwert am besten auf etwas Weiches, wie zum Beispiel den Schwertbeutel. Die Zuber sollte dabei auf jeden Fall gepolstert sein, weil sie sonst beschädigt werden kann. Schritt 1 ist das Herausnehmen der Mekugi, um den Griff abnehmen zu können. Jedes Mekugi hat eine breite und eine schmale Seite. Zuerst müsst ihr also herausfinden, welche Seite die schmale Seite ist. Bei diesem Exemplar ist es auf der Seite hier. Und von der dünnen Seite aus werden die Mekugi dann rausgedrückt. Dafür benutzt man so einen Mekugi Nuki, ein Messinghammer, der extra für die Demontage eines Schwertes entwickelt wurde. Als erstes drückt man mit dem Hammerkopf leicht auf die Mekugi. Danach wird der Stift einfach herausgedrückt. Wenn er sich nicht von selbst löst, kann das obere Element an dem Mekugi Nuki abgeschraubt werden. Damit wird der Stift dann einfach herausgehämmert. Und bei dem zweiten genauso. Bei diesem Schwert liegen die Mekugi so, dass die dünnen Seiten auf der gegenüberliegenden Seite vom Schwertgriff sind. Auch das zweite Mekugi muss natürlich von der dünnen Seite herausgedrückt werden, deswegen mussten wir den Schwertgriff einmal drehen. Als nächstes wird das Schwert dann aus der Saya herausgenommen. Bei gut angepassten Griffen kann es sein, dass sich dabei schon der Griff von der Angel löst. Wenn das der Fall ist, könnt ihr direkt an der Klingenangel ziehen, um das Schwert herauszubekommen. Sollte sich der Griff bis dahin noch nicht gelockert haben, nehmt ihr das Schwert einfach in die linke Hand, schneidet natürlich immer von euch weg und dann mit der rechten Hand etwas nachhelfen, um den Anfangswiderstand zu überwinden, und spätestens dann sollte sich der Griff einfach abziehen lassen. Die losen Bestandteile des Schwertes können dann einfach von der Klingenangel runtergezogen werden. Also der Griff. Zepper. Die Zuber, zweite Zepper und auch die Habaki. Übrig bleibt dann nur die Schwertklinge. Das war die Vorgehensweise aus dem Lehrbuch, die man auch in hunderten unterschiedlichen Beschreibungen im Internet findet. Das Schwert, das ich eben dafür benutzt habe, ist ein 2000 € Schwert. Bei solchen Schwertern funktioniert das auch. Ein bisschen anders gestaltet es sich bei günstigeren Schwertern, die modern produziert wurden. Deshalb möchte ich das Ganze auch nochmal an einem 300 € Katana zeigen, nur damit ihr den Unterschied seht. Also grundsätzlich ist der Ablauf auch bei günstigen Schwertern der gleiche. Die Mekugi müssen gelöst werden. Dafür schaut man auch wieder als erstes, wo die dünne Seite der Mekugi ist. Jetzt bei dem Schwertgriff fällt auf, dass die dünne Seite auf der gleichen Seite ist. Bei dem anderen Schwert war es ja seitenverkehrt. Das ist eine Sache, die bei günstigen Schwertern gemacht wird, um Zeit zu sparen, weil so die Mekugi von einer Seite durchgebohrt werden können, ohne dass das Schwert gedreht werden muss. Außerdem sind bei günstigen Schwertern die Mekugi häufig leicht schräg gebohrt. Das macht man sich am besten bewusst, indem man den Mekugi Nuki anhält, um zu sehen, welchen Winkel die Mekugi haben. Das ist wichtig, um die Mekugi dann rauszubekommen, weil man natürlich genau denselben Winkel benutzen muss, um die Mekugi rauszubekommen. Bei günstigen Schwertern sitzen die Mekugi meistens etwas fester, deswegen wird man nur mit dem Rausdrücken, wie es bei dem anderen Schwert mit einem Mekugi schon mal funktioniert hat, hier nicht viel erreichen. Wir wechseln deshalb gleich zu dem Hammer. Hat sich schon etwas bewegt, aber wirklich vorangekommen sind wir noch nicht. Deshalb braucht man bei günstigen Schwertern häufig noch zusätzlich einen Gummihammer. Von den Mekugi Nuki schrauben wir jetzt das untere Teil ab. Dabei immer locker arbeiten, damit das Schwert und die Schwertscheide nicht beschädigt werden. So, Nummer 1 haben wir.
Genau wie die Mekugi sitzen die restlichen Elemente bei günstigen Schwertern häufig auch etwas fester. Mit der klassischen Technik kommt man deshalb nicht besonders weit. Dafür lohnt sich dann auch wieder der Gummihammer. Gerade wenn ein Schwert so eine stabile Stahlzuber hat, hält die natürlich ein bisschen was aus. Dafür muss das Schwert dann auch mit der Klinge von sich weg in der Hand gehalten werden. Am besten so halten am Klingenrücken, natürlich niemals so oder so. Also immer schön die Finger weg von der Schneide. Und dann kann man mit dem Gummihammer ganz locker so ein bisschen um die Zuber herum klopfen, bis sich das alles etwas gelockert hat. Der Gummihammer macht bei Kontakt auf jeden Fall dunkle Flecken, also der sollte nicht die Habaki berühren oder die Klinge oder eine Zuber, wenn ihr eine andere Farbe als eine schwarze Zuber habt. Was ihr auch machen könnt, ist einen Holzklotz zu benutzen, der dann aufgelegt wird und ihr hämmert auf den Holzklotz. So wird die auftretende Kraft gleichmäßig auf die Zuber verteilt, was die Zuber etwas schont. Aber wie gesagt, bei dieser hier war jetzt klar, dass die das aushalten würde mit dem Gummihammer. Ja, und wenn das alles gelöst ist, kann man wie bei dem anderen Schwert auch die Elemente einfach runterziehen. Der Griff hier ging jetzt relativ locker ab, ist immerhin auch ein 300 € Katana, also nicht die ganz unterste Preisklasse. Bei günstigeren Schwertern ist es häufig so, dass der Griff noch wesentlich fester sitzt. Außerdem haben so günstige Griffe, die halt aus Massenproduktion stammen, dann häufig noch zusätzliche Holzeinlagen im Griff, damit überhaupt eine Passgenauigkeit entstehen kann. Wenn ihr den Griff jetzt mit zu viel Gewalt abnehmt oder dann später wieder dran macht, kann es halt sein, dass diese Holzeinlagen sich lösen und dass der Griff dadurch nicht mehr richtig auf die Klingenangel passt. Man sollte sich deswegen am besten immer vorher überlegen, ob man den Griff wirklich abnehmen möchte oder nicht. Die meisten wollen den Griff wahrscheinlich für die Schwertpflege entfernen, weil man es halt häufig liest im Internet, wie Leute so einen Katana in Shirasaya-Montierung dann den Griff abnehmen und die Habaki, um die Klinge zu pflegen. Wenn man jetzt ein 10.000 € Schwert hat, das über die nächsten Generationen in der Familie vererbt werden soll, macht es auch Sinn, dass man diesen Bereich hier unter der Habaki ebenfalls pflegt. Im Endeffekt geht es nur um ein Ministück, das die Habaki abdeckt, an das man nur drankommt, wenn man die Habaki abnimmt. Bei teuren Schwertern ist es wichtig, dass die Klinge komplett gepflegt ist für den Werterhalt und selbst bei diesen wird die Klingenangel selbst nicht gepflegt, also geht es wirklich immer nur um dieses Mini-Stück. Bei günstigen Gebrauchsschwertern ist wesentlich wichtiger darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit hier unter die Habaki kommt. Das ist schon mal mindestens die halbe Miete und ob es dann wirklich sein muss, den Schwertgriff abzunehmen oder nicht, das kann jeder für sich überlegen. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass das Risiko besteht, dass der Griff danach nicht mehr passt und dann muss er halt wirklich professionell angepasst werden, was dann bei günstigen Schwertern den eigentlichen Preis des Schwertes sogar übertrifft. Also wie gesagt, muss sich dann jeder selbst überlegen, ob er das für die Pflege abnehmen möchte oder nicht. Die Pflege ist theoretisch auch möglich, ohne dass die Habaki abgenommen wird. Um das Schwert wieder zusammenzubauen, wird der Griff übrigens einfach so zurück auf die Klingenangel geschoben. Wenn er etwas fester sitzt, muss man hier mit dem Handballen noch ein bisschen nachhelfen, gegebenenfalls auch mit dem Gummihammer. Immer alles ganz locker, dann geht auch nichts kaputt. Am Ende sollten die Löcher hier aus dem Schwertgriff und der Klingenangel deckungsgleich sein und dann packt man einfach wieder die Mekugi rein. Falls ihr jetzt noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Noch ein Hinweis zu günstigen Schwertern, die außerhalb Japans produziert wurden, im Preisbereich von 300 €, die nur ein Mekugi haben. Bei denen ist es meistens so, dass der Griff dadurch angepasst wird, dass Epoxidharz reingegossen wird und das Ganze wird dann auf die Schwertangel geschoben. Das Epoxidharz trocknet dann aus und am Ende ist der Griff zwar passgenau, aber der Griff ist auch mit der Klingenangel verbunden und zwar so, dass das Ganze nicht mehr voneinander gelöst werden kann. Wenn ihr also nur ein Mekugi habt und ein aus China produziertes Schwert, was relativ günstig war, dann wundert euch nicht, wenn der Griff sich überhaupt nicht löst und fangt auch nicht an, irgendwie fest auf die Zuber zu schlagen, weil natürlich mit zu viel Druck sich auch die Zuber verbiegen kann. Ansonsten bei allen anderen Schwertern funktioniert das so, wie ich es heute erklärt habe, halt je nachdem. Bei einer höheren Preisklasse geht es hier eher mit der Technik, bei einer niedrigeren Preisklasse muss man vielleicht noch ein bisschen nachhelfen, aber alles in allem ein sehr ähnlicher Ablauf. Also dann mach es gut und wir sehen uns beim nächsten Video.